Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Part Let's Play Star Ocean 5. Beim letzten Mal ist einiges geschehen. Wir waren hier wieder in Century Soul und wollten hier Hilfe vom Victor bitten, um hier in das Nachbarland zu kommen, um etwas über die Miki zu erfahren. Glücklicherweise kam das Nachbarland und hatte einfach mal, ist nun eingefallen hier in der Hauptstadt des Landes. Und Savvy Soul war kurz davor, hier unterzugehen. Und es kamen wieder irgendwelche Spacing-Soldaten, die wieder viel zu stark für uns waren und die mich sehr geärgert haben. Glücklicherweise konnten wir diese beim zweiten Mal stoppen und besiegen. Daraufhin kam irgendein merkwürdiger Soldat, der scheinbar wieder den Miki haben wollte, also wieder irgendwelche außerirdischen Aliens, wie auch immer. Die, ja, wo wir überhaupt das erstmal die Miki nicht Miki, was sehe ich da? Ich sage immer Miki, Relia, natürlich hier gefunden haben. Und glücklicherweise konnten wir irgendwie fliehen, da Relia wieder ihre Superkräfte aktiviert hat und uns irgendwo in irgendwelche Schneegebiete teleportiert hat. Emerson und Anne, sie sind scheinbar irgendwie verbandelt mit diesen außerirdischen Wesen, Menschen. Ich weiß nicht, was es ist. Eins ist sicher, die wissen definitiv mehr als wir. Und Victor, du lässt uns vorbei, das finde ich aber sehr schön. Schneelandschaft sieht hier sehr, sehr schön aus. Und wir versuchen jetzt irgendwo hier hinzukommen. Erstmal zu einem Speicherpunkt. Oh, Speicherpunkt. Alles ist mir wurscht. Ja, schön, der Speicherpunkt geht nicht. Dankeschön, Spiel. Hey, Squirt. You mind if we tag? Don't get any closer to her. You know a lot more than you're letting on. On top of that, you tried to hand Relia over to the enemy. Those two things are more than enough to make me wary of you. So I don't want you coming anywhere near her. I'm gonna have to watch out for this one. All right, I leave it to you. Is something the matter? No, not really. This region is famous for all the snow it gets. In fact, you can't see the ground for half the year. As someone who grew up in an area without much snow, I'm pretty envious of you. I rarely got to see any. I can't say I understand your point of view. It'd be great for playing in, but I guess it must be difficult to make a living in it. You can't even grow food. Many of the best soldiers and mercenaries come from Soma, as its harsh climate helps prepare them for tough situations. You know, Victor, the way you say that implies that you think you're one of the best soldiers in the world. That was never my intention. Don't worry, I would never actually take it that way. I just think it's cute when you get defensive about stuff. You should show more respect. That sounds just like something Fiddly's father would say. Birds of a feather flock together, as they say. Mr. Camuze and I are birds of a feather? You truly think so? Yeah, you're pretty similar. I see. So we are similar. I believe you said earlier that Relia is the one who transported us? Yes, as a hypothesis. And that she used a different technique from last time. Is that correct? I did say that, but what of it? Oh, nothing. I was just taken aback by what transpired and wanted to figure out exactly what sort of situation we're in. Oh, I see. All right then. Were you aware that while Langdok is the most renowned city in the world with regards to signaturgy, it's not where the art originated? Oh, is that right? Actually the northern territory of Soma, is the birthplace of signaturgy. Are you being serious? Have you ever heard of the Signa Silica? Of course I have. Who hasn't? Well, that's it. And it's in the northernmost part of the Soma region. Then I'd love to go! Except, now probably isn't the time, huh? Probably not. But I've never been either. I can only hope that I'll get the chance to someday.
So, ziemlich blöd ist das immer, wie das... also Leute, man, diese merkwürdigen Gespräche nerven mich langsam aktuell, Mann. Ich muss da zwischen den Charakteren durchlaufen, irgendwie in die Nähe von denen kommen, damit sie mal was sagen. Dann sagen sie erstmal wieder nichts, dann muss ich wieder rumlaufen. Wahrscheinlich habe ich 20 Gespräche verpasst, die ja noch gesagt hat, aber die trigger ich ja irgendwie nicht, weil... wurscht. Das Wichtigste haben wir erfahren, nämlich, dass Anna und Emerson ganz schön hier perplex sind und die waren nicht so eine große Bereicherung am Kampf, was mir auch ziemlich geärgert hat. So, was gibt's nun wieder Schönes? I've seen that before. I've seen mountains like this before. Ones with the snow on top of them. You have? These are the Ahoi-Let Mountains. They should extend all the way to the northern border of Trekkur. Then let's traverse the tops of them to get there. How are we supposed to do that when they're blanketed in snow? It'll be near impossible to find the trail. But with the war, crossing over from Relia will be even more difficult, right? With you here, Victor, we should be able to find the trail without any issues. No, we shouldn't. I've never had any occasion to go to Trekkur before. Then I guess it's out of the question. Wait a minute. I know what route to take. How would you know that? By using my own form of signaturgy? Signaturgy? Preposterous! There can't be any signaturgy that allows one to discover unknown routes because... He meant it as a figure of speech. I apologize for any misconceptions he caused by using that word. Anne and I can find how to get there, trust me. Just who are the two of you, anyway? First, you have the same weapon as the enemy. And now you make this outrageous statement? Come to think of it, they just appeared out of the blue. And why did you try to give Relia to the enemy against our wishes? If you're so knowledgeable about signets, Anne, how come no one at the Institute knows you? And we could go on. Everyone, please, take a step back. Emerson, I can't help but be skeptical of you as well. You guys are definitely harboring some secrets. You feel that you can't share them with us. There's no doubting that. However, you put your life on the line to fight for us. And you've saved Relia more than once. Furthermore, you broke some law in order to help us, even though Anne tried to stop you at first. So you overheard us then? I'm sure it was imperative you adhere to it. But you decided that protecting Relia was even more important. And I have a hunch you'll do it again if need be. It's almost as if you can see right through us. I've made my decision and I believe in you. Alright everyone, we're crossing the mountains into Trekkur. Wenn die beiden perplexen Typen es uns sagen, dann werden wir das schon machen. Okay, kein Ding. Ich kann eh keine 3 Meter voraussehen, also hoffen wir einfach auf bessere Zeiten, hoffen wir, dass wir den richtigen Weg laufen und hoffen wir, dass die Gegner leichter werden. Was scheinbar schon mal nicht der Fall ist, Leute, Mann. Schau ich mal an. Habt ihr gesehen? Über den einen ist so eine Frostwolke. Sind die gefrostet oder was? Hier tiefgefroren. Das sind Scheißgegner. So. Okay, also es sieht gut aus, Mann. Wir wissen zwar ungefähr, wo es lang geht, also wie wir zumindest wieder zurückkommen, aber das wird ein sehr schwerer Weg, Mann. Die sind sehr nervige Gegner, habe ich dir schon mal gesagt. Wir sind immer noch kein Stück näher daran, irgendwie herauszufinden, wer oder was die gute Relia ist, was sie hier für Superkräfte hat, wieso sie diese Signatures anwenden kann. Und die wichtigste Frage ist natürlich, wo sie herkommt. Aber nun ja. Wer braucht sowas schon zu wissen? Welches Level sind wir denn eigentlich? Ich will positive Nachrichten. So, ich sehe kein Level. Gut, es gibt kein Level. Was ist mit euch? Seid ihr schockgefroren oder was? Status, gibt's sowas? Nee, oder? Nee, braucht ja kein Mensch. So, Synopsis. Aha. Battle Trophies. Aha. Enzyklopädie, Glossary. Ne, brauchen wir nicht. Schauen wir mal was Schönes an, und zwar unser Rollenmann. Gut. Das ist viel schöner, Mann. Das deprimiert bin jetzt zu sehen. Hothead. Cutter. Skill Text, when you're shot. Na. Das ist mir zu schwer. So. Was haben wir hier noch? Beast Slayer. Haben wir neu gelernt. Damage Beast. Machen wir mal. Kostet die nur 50. Und Guardian haben wir auch. Sehr gut. So. So, schauen wir mal. Set Rolls. Also, weil hier schon wieder keiner von euch Rollen hat. Du kriegst hier erstmal den Guardian. Den Defender behalte ich.
So, den Beast Slayer bekommst du, Victor, auch noch. Und das war's dann schon wieder. Mehr habe ich leider nicht offen. Und der Rest, die haben 1 oder 2 Skills. Das reicht schon. Ich weiß jetzt nicht, seid ihr gefroren, seid ihr vergiftet? Ich habe keine Ahnung, was das heißt, wenn über euch so eine merkwürdige Rauchwolke ist. Aber es wird schon nichts Gutes sein, aber es ist mir auch eigentlich ziemlich wurscht, Mann. Ihr seid voll gemein. Immer mit euren hier mysteriösen Andeutungen und so. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. This is as far as I can accompany you. From here, I must head back to Rasulia. But we... If Santarol were attacked, I would want to return as well. What would you do if it were Stahl? I guess I see your point. Thank you for coming with us as far as you did. Thank you, Mr. Soldier. I said some rather harsh things to you back there, but Don't sweat it. Water under the bridge. I trust that you will keep everyone else safe. Of course I will. Bye-bye, Mr. Soldier. Victor, ich habe dir doch gerade erst neue Skills gegeben. Wieso verlässt du mich jetzt? Was bist du für ein unsympathischer Kerl, Mann? Wer bist du? I know it's hard to find supplies these days. Und dann war das schon wieder fertig. So, Blueberries. Kauf mal. Blackberries. Ja, brauchen wir nicht. Haben wir eh voll. Recover-Item. Wichtiges. Es ist sehr nervig, dass wir immer noch niemanden haben, der einen Wiederbelebungszauber machen könnte. Ansonsten wird es die Sache sehr erleichtern. So, Victor, du bist wahrscheinlich gegen diese Wand gelaufen und dann gestorben, oder? Gehen wir schon mal einfach mal da lang. Okay. Ja gut, dann halt nicht. Ja, ey, wer hat mich hier Dofus genannt, Mann? Hä? Wer war das? Ich wette, das war Miki. So, gut, dann marschieren wir halt den anderen Weg. Freue mich natürlich sehr, dass Victor schon wieder weg ist, Mann. Ich sag ja, wieso tue ich ihm überhaupt Skills geben? Jetzt kann ich schon wieder neue Skills hier, Mann. Set Battle Skills. So. Ja, nee, Battle Skills brauche ich eigentlich nicht. Können wir mal vielleicht mal neue Skills lernen? Bitte, Spiel. Hab ein Herz. Hab ein Herz für kleine Maxis, die neue Skills mal lernen wollen nach 100.000 Jahren. Ja gut, dann Set Battle Roll und dann kriegst den Beast Slayer und den Guardians. So. Okay, gut. Marschieren wir weiter in der Hoffnung, dass wir hier einen Weg rausfinden. In der Hoffnung, dass uns die kleinen Gegner hier nicht fertig machen. Alter, die jetzt... Hey, seitdem wir in diese scheiß Bossfight gemacht haben, seitdem macht das Spiel keinen Spaß mehr, Mann. Schaut euch an, was die an seinen Schaden zufügen, Mann. So dreckige kleine Mini-Viecher, Mann, und 600 Schaden, Mann. Kannst du bitte weghüpfen, solange du noch nicht geheilt bist? Wäre sehr nett. Dankeschön. So, das ist meine neue Strategie. Einfach nur noch Deathball machen und fertig, Mann. Oder jetzt, wir wechseln jetzt auf Fernkämpfer, Mann. Ich spiele jetzt Miki, ihr könnt mich doch einfach alle mal. So, Healing, machen wir mal Healing da ganz entspannt. Ich spiele aber jetzt nur noch Miki, glaubt mir das, Mann. Ich spam jetzt die Gegner immer nur noch mit meinen Fernkampfattacken zu. Weil, das reicht mir jetzt, Mann. Der letzte Bossfight hat mir gelernt, Fernkämpfe sind einfach überpowered, Mann. Diese scheiß Typen mit ihren Pistolen da, Mann, die dann immer einen schweren Angriff machen, den ich nicht blocken kann, weil das Spiel mir einfach eiskalt vorliegt, dass ich... Was escape, Mann? Ich versuche gar nicht zu escapen. Hey, ich bin außerhalb des Bildschirmes und fange außerhalb des Bildschirmes an und dann sagt mir das Spiel, ja, du willst fliehen. Ich will nicht fliehen, ich will eigentlich kämpfen, aber ich muss halt erstmal in den Kampfbildschirm reinlaufen. So, jetzt muss der Maxi sich ums Heilen kümmern. So. Ah, Leute, Mann. Wieso habe ich so einen Charla-Flashback, Mann? Mein Lieblingscharakter. Immer noch aller Zeiten. So. So, ich gebe das auf mit dem Heiler, Mann. Macht keinen Spaß. Ich mache das auch nicht gut, Mann. Aber die Gegner sind aber auch stark, Mann. So, habe ich irgendwas, was alle Charaktere halt nicht, gell? Würde die Sache auch viel zu leicht machen. So. Hau einfach drauf, Mann. Miki ist down, Mann. Alter, Mann. Was macht der? Ich weiß halt nicht, was mit uns los ist. Ich weiß auch nicht, was für ein negativer Statusattribut ist. Es ist ja nirgendwo... Ach, fuck, könnte sein. Das Problem ist, das Spiel gibt nirgendwo einen Hinweis in irgendeiner Form, was du für einen negativen Status hast. Das kannst du dir immer rauslesen von dem, wie die Charaktere schauen, Mann. Scheiß Frostsoldat, Mann. Gerade muss ich sagen, dass meine Lust auf
Star Ocean 5 ziemlich nach unten gegangen, Mann. Jetzt wurde ich fertig gemacht in dem Kampf, weil ich keinen Gegner mehr angreifen konnte, weil ich eine Statusveränderung habe, die mir nicht bekannt war, weil ich sie noch nie gesehen habe. Es ist so geil, Mann. So, aber wir haben ja Blueberries, Mann. So, die ich natürlich nicht einsetzen kann. Also, weil ich Blackberries, Mann. Na. Alter, Spiel, nerv nicht so! Gut, hier, Recover. So. Ist das alles anstrengend, Mann. Gut, Use Battle Skills. So. Voll hochgehalten. Und wenn jetzt wieder einer von euch nach 5 Sekunden down geht, dann muss ich mich echt aufregen, Mann. So, das ist eine echt scheiß Location, Mann, wo man eh so wenig sieht. Dann sind dann noch so richtig ätzende Gegner, die jetzt auch noch Fork machen, weil wir haben ja schon genügend negative, ätzende Statusveränderungen. Ich habe keinen Shop in der Nähe. Und da herrscht schon wieder Krieg, oder? So, it's about time you showed up. I'd be much more excited if it had been a lady waiting for us. I don't think I need to tell you why I'm here, you damned worms. We're not giving you Relia. Do I have to explain to you idiots again that it's pointless to resist? The halfwit with the potty mouth is making another empty threat. I'm so scared. You waste of Federation space! You'll pay for that remark! Forstny, wipe these filthy chimps out! Hey, what's going on up there, Forstny? Forstny! Forstny here. 3 Federation ships have entered this sector. They have their shields enabled and are preparing to engage. We cannot offer any support at the moment. Wait, what was that? I have bad news, sir. We've detected transport signals emanating from the enemy starships. Impossible! Now the tables have turned. You damned cheaters! Who violated protocol first? Oh, that's right. You. You unbearable little... Relia belongs to us! Give her up! So, stell dir das mal vor, endlich mal, Unterstützung, so, ihr seid ja auch für irgendwas gut, Mann, so, was haben wir raus, irgendwann mal so eine coole Skillkarte, was haben wir denn hier, Connection Poison Anyone, a partial connection that poisons anyone who drinks it, kann ich das dem Gegner zuschmeißen oder werde ich dann selbst, ach, wollen wir jetzt wirklich so ein doofes Item einsetzen, ich wollte jetzt irgendwas Cooles einsetzen in der Hoffnung, dass wir gewinnen, aber ich konzentriere mich jetzt, so, erstmal schauen, haben wir irgendwelche coolen Signatures, die wir machen können, so, hau mal einfach raus. Einfach schön auf den. So, und jetzt. Komm. Einfach drauf. Auf wen gehe ich? Ich sehe schon wieder nichts, Mann, Leute. Glaubt mir das. Ich sehe gar nichts, Mann. Alle meine Charaktere liegen schon wieder down am Boden, Mann. Ich sehe kein... Das Problem ist an dem Scheißspiel ist einfach, dass das Spiel so wenig HUD hat. Ich sehe zum Beispiel jetzt nicht mal, ob ein Charakter von mir irgendeinen negativen Statuseffekt hat. Ich sehe es einfach nicht. Schaut euch das an, Mann. Alle Charaktere liegen bei mir down am Boden. So wie es aussieht, hat sie ja einen negativen Statuseffekt. Ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ich tippe jetzt einfach mal drauf. Und es ist richtig, richtig ätzend. Ich weiß ja nicht, warum alle meine Charaktere am Boden liegen. Ich weiß auch nicht, wieso ich hier mit ihr nicht angehe. Ich weiß auch nicht, warum ich Fidel spiele, wenn ich sie auswähle. Aber... Hä? Wieso kann ich nicht zu Niki? Wieso kann Niki keine Signature? Es macht halt hart gerade keinen Sinn, Mann. Es funktioniert gerade, muss man einfach mal sagen, nicht so gut. So, okay. Mit Niki stimmt was nicht. Ich sehe nicht, was es ist. Ich habe auch nicht die geringste Ahnung, ob irgendwas nicht mit ihr stimmt. Aber es ist ja auch scheißegal, Mann. Muss ich halt irgendwie mal schauen, gell? So, es ist halt so schön dunkel, dass ich eh nicht erkenne, ob hier irgendwas Negatives ist. Das macht die Sache natürlich... Ach so, ich bin Nebel. So, das habe ich natürlich erstmal erfahren, nachdem ich erstmal schon mal 20 Mal wieder nebenan gehaut habe. Weil ich sehe das ja nicht, wenn ich Nebel habe. Es wird mir natürlich auch nicht irgendwo angezeigt. Ich kann mir das ja immer aus den Fingern ziehen. Jetzt wieder die blöde... Ah, okay, jetzt setze ich meinen Special Move ein. Sehr geil! Hat aber krass wenig Schaden gemacht. Ernsthaft so krass wenig Schaden gemacht. Er macht mir mit seinen Standardattacken halt mehr Schaden als ich mit meinen stärksten Attacken. Aber hey, Details, Mann. Hau mal einfach drauf, Mann. So, alle gehen auf Miki. Wieso auch nicht? Miki ist eh schon wieder gleich down. So, nehmen wir sie. Nehmen wir... Scheiß drauf, schmeißen wir das hier. Ich würde echt nur so schön finden, wenn ich einfach eine vernünftige... Anzeichnung hätte, ob jemand einen negativen Statuseffekt hat, Mann. Ich sehe nicht, ob ich Fork habe oder ob ich irgendwas anderes habe, Mann. So, dann kümmern wir uns halt erstmal um die Chronos-Soldiers. Weil anders geht es ja scheinbar nicht. Weil die scheinen mir ja fast stärker zu sein als der Hubbel-Bubbel hier. So. Leben sieht bei allen akzeptabel aber aus. Das ist immer etwas. So. Ich will erstmal diese Chronos-Soldaten angreifen. Wieso heißen die Chronos-Soldaten? Frag mich nicht.
Wenn's erlaubt ist, meine gute Niki, ich weiß. Ich weiß auch nicht, wieso ich schon wieder Fiora habe, wenn ich immer Niki aus... Ich wähle immer Niki aus und ich habe immer Fiora. Schaut euch das an. Ich kann nicht zu Niki wechseln. Fragt mich schon wieder nicht, wieso. So, darf ich jetzt zu Niki wechseln? In dem wunderschönen Glaube, dass das Spiel mir ein wenig Sympathie entgegen zeigt. Was ich scheinbar nicht bekomme. Und Bosse langweilen im Spiel, weil Bosse lassen ihre Attacken einfach nicht durchbrechen. Damit ist dieses ganze Steinschere-Papier-Prinzip, was am Anfang des Spiels erklärt wurde, eigentlich komplett unnütz. Weil es funktioniert einfach nicht gegen Bosse. So, Niki, wie gesagt, kann ich in dem Spiel nicht mehr spielen. Sie ist Game Over oder Down oder... Ich weiß es halt einfach nicht. Sie steht halt da. Sie macht nichts. Sie chillt halt. Okay, das macht die Sache natürlich viel leichter. Zum Glück brauchen wir kein Heiler im Spiel. Aber das ist mir scheißegal. Ich habe einen Guard Break, auch wenn ich eigentlich nichts mache, außer dastehen. Aber okay. So, Niki chillt mal wieder. Ah, okay, sie heilt. Okay, das ist immer etwas. So, spawnen eigentlich die Chronosoldaten nach, weil ich habe sehr stark danach das Gefühl, dass es so ist, Mann. Und das ist richtig ätzend. So, besiegt. Also es spawnen einfach unendlich von denen. Zum Glück bekommen sie ja keine Unterstützung, wie wir gehört haben. Das macht die Sache viel leichter. Es spawnen zwar trotzdem alle 5 Sekunden Chronosoldaten, aber hey, wir sind ja mal wieder lustig. Ich kann immer noch nicht Niki auswählen, was mich langsam richtig hart ankotzt, Mann. Ihr seht, mein Hass auf dieses Spiel steigt langsamer. Weil, Leute, Mann, ich habe einen scheiß Heilcharakter in dem scheiß Spiel. Ich weiß halt immer noch nicht, was Weltraum macht, Mann. Ich kann hier das Skills nur einzeln, Mann. Ich habe hier einen Gegner, der richtig starke Skills hat. So, machen wir erstmal wieder den Move, Mann. Den ich aber nicht vernünftig angreifen kann, weil das Spiel, weil ich mich ja die ganze Zeit heilen muss, weil ich ja nicht zu Niki wechseln kann, weil die mich ja nicht heilt, oder heilt sie nicht, ich sehe es halt nicht. Ich kapier's halt leider nicht, weil ich das nicht riechen kann. Der Gegner ignoriert einfach dieses schöne Stein-Schere-Papier-Prinzip, weil theoretisch, wenn ich die ganze Zeit fett auf den draufhauen müsste er entweder mich mit sehr schnellen Attacken blocken die ganze Zeit, was er ja nicht machen kann, weil er wird ja die ganze Zeit eigentlich hauen. Passiert da? Ich weiß es nicht. Ich fliege halt einfach 20 Meilen durch die Gegend. Aber okay, damit kann ich leben. So, dann nehme ich jetzt erstmal hier mein 70 HP-Item. Schmeiß das mir hin. Wenn jemand natürlich in eurem jugendlichen Leichtsinn hier will, es wirklich auch will, mir ein Item hinzuschmeißen, das ist ja bei euch immer nicht so leicht. Ach, egal, Leute. Ich finde es zumindest sehr cool, Mann. Es ist keine Unterstützung theoretisch da und trotzdem hat er irgendwie 2000 Soldaten, Mann. So. Sind eigentlich von uns diese coolen Wolken oder von ihm? Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, 50er kommt man nicht schlecht. Es wäre natürlich schlau, wenn wir jetzt mehr den Balken aufladen würden, aber immer wenn er irgendwas Fieses vorhat, immer wenn er irgendwie irgendwas Fieses ich sehe, dann schaue ich immer meinen Special Move raus. Unfreaking believable! Run, Relia! Miki, look out! Die, you pest! Whoa! She has other powers too? That's freaking marvelous! Okay, jetzt kann ich immer verstehen, wieso Niki nicht mehr dabei ist. Jetzt kann man das nachvollziehen. Du Schweine und Dicke angegriffen, Mann! Hey, die sympathischen, netten Charakter, man, müssen immer alle sterben, Mann. Das ist doch ein Scheißding. Was macht sie da? Sie hat so eine Art Schutzschild. Kann ich mich in dem Schutzschild auch verstecken und von da aus rausschießen? Ach, egal, Leute, Mann. Oh, ach, da schmeißt er Granaten raus. Jetzt sehe ich das ätzendes Bild, Mann. So, wir hauen jetzt einfach allen drauf, Mann. Für Niki! Für Relia, Mann! Für alle Penner! Für alle netten Menschen, denen du hier geschadet hast. Töten wir dich jetzt hier, Pavin. Wenn ich nicht davor zuerst sterbe. Will mir jemand Blueberries zuwerfen? Blaubeeren. Ich liebe Blaubeeren. So, gut. Und dann weiter. Draufhauen. Draufhauen. Einfach immer die starken Attacken raus. Er macht ja eh nur starke Attacken. So habe ich das Gefühl. Ah, er kann sich porten. Natürlich. Weil er ist ja Jesus, Mann. So. Ekliger. Misttyp, Mann. Das muss dich doch mal stören. Hey, wenn dich jemand mit dem Schwert hier beackert, Mann. Oh, jetzt komm. Der Fall! Komm schon. Komm schon. Haut drauf, Jungs und Mädels. Für Niki. Für Raider. Und das ist für dich.
Schön, dass sie nicht getötet hat. Wäre natürlich cool gewesen, aber man kann nicht alles haben. So, nächstes Schloss. Baby ist bitte gleich besiegt. Wir haben schon wieder einen Balken von... Also gegen Bosse kann man immer ganz schnell den Balken aufladen. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, wie geht nicht jemand? Wie geht es hier? Lebt sie noch? Ist sie tot? Was ist da los? Leute, Mann. Das ist für Miki. Miki! Miki! This injury's not just external. There's damage to her viscera too, I think. Wait a second. That had breached the U. Boss, Miki's hurt. Havine's attack has her in critical condition. She's got tachycardia. There's more. Hypotension has set in as well. And of all of us here, she's the only one who can heal the harmed. There's no such equipment or cadre that'd allow her to come back. You can't aid her at all? That's just... You're saying we wait until she dies? What are you thinking? I suggest that we all transport. In order to rescue Miki, the Gull's equipment is integral. Surely you understand the consequences of this. Means breaking the UP3. Article 1 to start, I would assume. Emerson to the Charles D. Gaulle. Do you read? Yes, sir. What's the issue? I need you to send the 9 of us to your location now. At 9, sir. That many? Wait a second. That had breached the... Unique situation. Do it. Aye, aye, sir. Starting transport now. Take her by stretcher to sickbay. Miki. To sickbay. Please come right away. Deck 12, sickbay. I'll take it from here. We're counting on you. Will Miki be all right? She's undergoing treatment now. How's Miki? Her vital signs have stabilized, so she'll be fine. She'll be back to her old self in a few days. Thanks so much. And to the bridge. Miki's condition has now stabilized. That is great news. Now you can invite everyone else up here. Understood, Emerson. You can call me Captain now. But Emerson's not half bad. How could I make such a mistake? I'm terribly sorry. I'll be up here. I'll take you there.